Hand aufs Herz. Machen Sie sich auch manchmal Sorgen wegen dieses kleinen Schwabbelbauchs bei Ihrer Katze? Dieser weiche, wackelige Beutel, der beim Laufen so lustig von einer Seite zur anderen schwingt? Man streichelt über das flauschige Fell, fühlt diese lose Hautfalte und sofort schießt einem der Gedanke durch den Kopf: Ist meine Katze zu dick? Habe ich es vielleicht mit den Leckerlis übertrieben? Diese Sorge kennen unzählige von uns Katzenbesitzern. Man sieht diesen kleinen Hängebauch und die Alarmglocken läuten. Und das ist auch total verständlich, denn wir achten ja sehr auf die Gesundheit unserer Vierbeiner und die Angst vor Übergewicht ist absolut berechtigt. Vielleicht haben Sie ja sogar schon das Futter reduziert oder die Leckerlis strenger rationiert und trotzdem, dieser kleine Beutel bleibt. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass dieser Schwabbelbauch in den allermeisten Fällen absolut kein Grund zur Sorge ist? Was, wenn dieser wackelige Bauchbeutel kein Zeichen von Übergewicht, sondern ein faszinierendes und uraltes Geheimnis ist, das tief in der DNA Ihrer Katze steckt? Also, atmen Sie tief durch. Wir lüften heute gemeinsam das überraschende Geheimnis, warum dieser Schwabbelbauch in Wirklichkeit ein Zeichen für eine gesunde, perfekt ausgestattete Katze ist. Die Antwort wird Sie nicht nur beruhigen, sondern Ihnen auch einen völlig neuen Respekt für die unglaubliche Biologie Ihres Stubentigers geben. Bleiben Sie dran, denn was Sie gleich erfahren, verwandelt Ihre Sorge in pures Staunen. Was Sie da am Bauch Ihrer Katze sehen und vielleicht liebevoll Schwabbelbauch oder Urwampe nennen, ist kein überschüssiger Speck von zu vielen Nickerchen in der Sonne. Es hat einen offiziellen, viel eleganteren Namen: der primordiale Beutel. Im Englischen klingt es fast noch vornehmer: Primordial Pouch, was sich wunderbar mit ursprüngliches Täschchen übersetzen lässt. Das Wort primordial bedeutet so viel wie ursprünglich oder aus den Anfängen der Zeit. Und genau das ist dieser Beutel. Ein evolutionäres Erbe, ein direktes Geschenk Ihrer wilden Vorfahren. Denken Sie nur mal an die majestätischen Großkatzen in der Savanne. Löwen und Tiger haben diesen Beutel nämlich auch. Er ist also kein Zeichen der Domestizierung, sondern ein uraltes Merkmal, das über Jahrtausende weitergegeben wurde. Dieser Beutel besteht aus einer lockeren Hautfalte, ein wenig Fettgewebe und Fell und sitzt am Unterbauch, meist zwischen den Hinterbeinen. Typischerweise entwickelt er sich, wenn eine Katze heranwächst, oft um den 6. Lebensmonat herum und wird dann richtig sichtbar. Bei manchen Katzen sieht man ihn kaum, bei anderen schwingt er bei jedem Schritt deutlich mit. Es gibt sogar Rassen wie die ägyptische Mau oder die Bengalkatze, die für einen besonders ausgeprägten primordialen Beutel bekannt sind. Das gehört bei ihnen zum Rassestandard. Es handelt sich also nicht um eine Fehlbildung oder einen Schönheitsfehler. Es ist ein fest einprogrammierter Teil der Katzenanatomie, der überlebenswichtige Funktionen erfüllt. Man könnte sagen, dieses ursprüngliche Täschchen ist eine Art multifunktionales Schweizer Taschenmesser der Natur, das Ihrer Katze 3 erstaunliche Superkräfte verleiht. Und genau diese Superkräfte sind der Grund, warum fast jede gesunde Katze damit ausgestattet ist. Lassen Sie uns jetzt mal in die faszinierende Biologie der Katze eintauchen und die 3 Hauptgründe aufdecken, warum dieser Schwabbelbauch so viel mehr ist als nur lose Haut. Betrachten Sie ihn einfach als die eingebaute Superheldenausrüstung Ihrer Katze. Nummer 1. Der eingebaute Airbag. Schutz für die verletzlichste Stelle. Die erste und vielleicht wichtigste Funktion des primordialen Beutels ist der Schutz. Der Bauch einer Katze ist ihre Achillesferse. Dort liegen lebenswichtige Organe wie Leber, Milz und Darm, ganz ohne den Schutz eines knöchernen Brustkorbs. Bei Revierkämpfen oder wenn Sie sich mit einem Beutetier anlegen, ist dieser Bereich extrem gefährdet. Haben Sie schon mal Katzen kämpfen sehen? Da kommt es oft zum gefürchteten Bunny-Kick. Eine Katze packt ihren Gegner mit den Vorderpfoten und tritt dann mit ihren unglaublich kräftigen Hinterbeinen in dessen Bauch. Die Krallen sind scharf wie Rasiermesser und könnten ohne Schutz schlimme innere Verletzungen verursachen. Und genau hier kommt der primordiale Beutel ins Spiel. Er funktioniert wie ein eingebauter Airbag. Die lockere Haut und die dünne Fettschicht bilden eine zusätzliche Barriere zwischen den Krallen eines Angreifers und den empfindlichen Organen. Es ist eine Pufferzone, die den entscheidenden Abstand schafft und die Wucht eines Trittes oder Bisses dämpft. Diese Schutzschicht kann den Unterschied zwischen einer Schramme und einer lebensbedrohlichen Verletzung ausmachen. Ein genialer Schachzug der Evolution, der auch unseren Hauskatzen bei der gelegentlichen Rauferei mit dem Nachbarskater zugutekommt.
Nummer 2. Die Stretchhose der Natur für maximale Beweglichkeit. Die zweite Superkraft ist die extreme Flexibilität. Katzen sind wahre Meister der Akrobatik. Sie springen aus dem Stand auf unglaubliche Höhen, drehen sich in der Luft, um auf den Pfoten zu landen und beschleunigen von 0 auf 100 wie kleine Sportwagen. All diese extremen Bewegungen brauchen einen Körper, der sich maximal dehnen kann. Stellen Sie sich vor, Ihre Katze sprintet los. Ihr Körper streckt sich in die volle Länge. Der primordiale Beutel funktioniert hier wie eine Extraportion elastischer Stoff, ähnlich wie bei einer Hightech-Stretchhose für Athleten. Diese zusätzliche lockere Haut am Bauch erlaubt es dem Körper, sich voll auszustrecken, ohne dass die Haut spannt oder die Bewegung einschränkt. Diese Dehnbarkeit gibt der Katze eine größere Schrittlänge beim Rennen und eine immense Sprungkraft. Es ist diese Reservehaut, die es ihr erlaubt, sich so geschmeidig zu ducken und zu winden. Wenn Sie also das nächste Mal sehen, wie Ihre Katze elegant auf den höchsten Schrank springt, denken Sie daran. Der wackelnde Schwabbelbauch ist nicht nur ein lustiger Anblick, er ist der Schlüssel zu ihrer beeindruckenden Athletik. Nummer 3. Das Notfall-Powerpack. Ein Kühlschrank für schlechte Zeiten. Die dritte Funktion ist die eines cleveren Energiespeichers, auch wenn diese Theorie unter Experten am meisten diskutiert wird. Unsere Hauskatzen bekommen ihre Mahlzeiten pünktlich serviert, aber ihre wilden Vorfahren kannten diesen Luxus nicht. Für sie war das Leben ein ständiger Wechsel zwischen Festmahl und Fastenzeit. Der primordiale Beutel dient hier als eine Art Notfall-Powerpack. Die zusätzliche Hautfalte kann sich ausdehnen, um nach einer großen Mahlzeit Platz für den vollen Magen zu schaffen. Darüber hinaus kann das im Beutel gespeicherte Fett als Energiereserve für magere Zeiten dienen. Wenn die nächste Jagd erfolglos bleibt, kann der Körper auf diese Reserven zurückgreifen. Während die Schutz- und Flexibilitätsfunktionen ziemlich klar sind, sehen manche Experten die Speicherfunktion eher als nützlichen Nebeneffekt. Aber egal wie man es gewichtet, diese Fähigkeit passt perfekt ins Überlebenspaket einer Wildkatze. Für ihren Stubentiger ist es ein faszinierendes Relikt, das an eine Zeit erinnert, als jede Kalorie zählte. Jetzt ist die wichtigste Frage natürlich: Woher weiß ich denn nun, ob meine Katze den gesunden Beutel hat oder doch gefährliches Übergewicht? Diese Unterscheidung ist absolut entscheidend, und zum Glück gibt es ein paar einfache Tests, die Sie selbst machen können. Zuerst die Beschaffenheit. Der primordiale Beutel fühlt sich weich, locker und schlaff an. Er hängt tief und schwingt beim Laufen deutlich hin und her. Wenn man ihn sanft zwischen die Finger nimmt, fühlt es sich hauptsächlich nach Haut an, fast wie bei einem schlaffen Beutel. Übergewicht fühlt sich anders an. Ein dicker Bauch ist straffer und fester. Das Fett ist nicht nur in einem losen Beutel, sondern verteilt sich gleichmäßig über den ganzen Bauch- und Brustbereich. Eine übergewichtige Katze wirkt insgesamt runder und hat keine richtige Taille mehr. Der beste Weg, um das zu überprüfen, ist der sogenannte Body Condition Score, den Sie mit 2 einfachen Handgriffen ermitteln können. Der Blick von oben. Schauen Sie von oben auf Ihre stehende Katze. Eine normalgewichtige Katze hat eine erkennbare Taille, eine leichte Einbuchtung zwischen Brustkorb und Hüften, wie eine Sanduhr. Bei einer übergewichtigen Katze fehlt diese Taille. Der Körper wirkt von oben eher oval. Der Rippentest. Streichen Sie mit sanftem Druck über die Seiten des Brustkorbs Ihrer Katze. Bei einer Katze mit Idealgewicht sollten Sie die Rippen leicht fühlen können, ohne fest drücken zu müssen. So ähnlich, als würden Sie über Ihren eigenen Handrücken streichen. Wenn Sie schon fest drücken müssen, um die Rippen zu spüren, ist das ein Zeichen für eine zu dicke Fettschicht. Fühlen Sie die Rippen gar nicht mehr, ist Ihre Katze stark übergewichtig. Ein hartnäckiger Mythos ist übrigens, dass der Schwabbelbauch durch die Kastration entsteht. Das ist falsch. Der Eingriff selbst verursacht den Beutel nicht. Allerdings verlangsamt die Kastration den Stoffwechsel. Die Katze braucht plötzlich weniger Kalorien, hat aber oft mehr Appetit. Wird die Fütterung nicht angepasst, nimmt sie zu. Und dieses Fett lagert sich auch im bereits vorhandenen Beutel ab, wodurch er größer und auffälliger wird. Der Beutel war also schon da. Die Gewichtszunahme hat ihn nur sichtbarer gemacht. Wenn Sie sich nach diesen Tests unsicher sind, fragen Sie am besten Ihren Tierarzt um Rat. Fassen wir also zusammen. Der geheimnisvolle Schwabbelbauch Ihrer Katze ist in Wahrheit ein Meisterwerk der Evolution. Er ist kein Grund zur Sorge,
sondern ein faszinierendes Relikt aus der Wildnis, das Ihrer Katze als Schutzschild, Flexibilitätsbooster und Notfallspeicher dient. Es ist sozusagen das Gütesiegel einer perfekt ausgestatteten kleinen Raubkatze. Sie müssen sich also nicht länger den Kopf zerbrechen, wenn dieser kleine Beutel beim Spielen lustig hin und her wackelt. Im Gegenteil, Sie können ihn jetzt mit Bewunderung betrachten und wissen, welche genialen Funktionen dahinter stecken. Wichtig ist und bleibt aber, den Unterschied zu echtem Übergewicht zu kennen. Behalten Sie die Figur Ihrer Katze im Auge, machen Sie regelmäßig den Rippentest und passen Sie die Fütterung bei Bedarf an. Ein gesunder primordialer Beutel ist super, eine übergewichtige Katze ist es nicht. Und jetzt sind Sie dran. Schauen Sie sich Ihren Stubentiger doch mal genau an. Wie ausgeprägt ist der Urbeutel bei Ihrer Katze? Erzählen Sie uns davon in den Kommentaren. Wir sind gespannt auf die Geschichten Ihrer kleinen Superhelden. Wenn Sie heute etwas Neues über Ihre Katze gelernt haben, dann geben Sie diesem Video einen Daumen nach oben und abonnieren Sie unseren Kanal. So verpassen Sie keine unserer nächsten Entdeckungsreisen in die wunderbare Welt der Tiere.